Dieses unscheinbare Fundstück hier hat sich als der historische Volltreffer herausgestellt. Als wir seine volle Bedeutung erkannten, ja, das war schon ein richtig toller Moment. Der Durchbruch könnte man schon fast sagen. Und ich verdanke ihm meinem Mitforscher Jörg Hassler. Er gab den entscheidenden Hinweis. Ihr erinnert euch bestimmt aus den vorherigen Episoden, dass sich im Steilgelände unter dem Adlerhorst unzählige Artefakte fand. Am Anfang hielt ich es für Schrott und ärgerte mich richtig gehend, weil ich ja eigentlich die verschollene, handgeschmiedete Urnentür suchte. Aber eben, es kam alles anders als geplant. Und ein ganz bestimmtes Relikt warf von Beginn an Rätsel auf. Was sollte die seltsame Inschrift darauf bedeuten? Wieso muss das Publikum geschützt werden und vor allem wovor? War das vom Militär? Das Oval ein Panzersymbol? Oder ein Auge? Und was bedeutet der Schreibfehler? Ich recherchierte und fand bald heraus, dass ich die Inschrift genau falsch herum verstanden hatte. Es geht nicht um den Schutz des Publikums, sondern um den Schutz eines Objektes vor dem Publikum. Um 1900 war es üblich, zum Beispiel bei Statuen oder Gärten solche Schilder anzubringen. Damals war die Sprache etwas salbungsvoller als heute. Heute würde man eher sagen, Vandalismus wird sofort zur Anzeige gebracht. Das Schildchen entstand also vor ca. 1930, vielleicht sogar durch die Hand des legendären Künstlers Anton Bauer selbst. Das wäre ja ein sensationeller Fund. Aber erstmal ganz langsam mit voreiligen Schlüssen. Eins nach dem anderen. Echte Forschung verlangt nach Beweisen. Spekulationen sind eben nur Spekulationen. Also, können wir einen Zusammenhang der Funde mit Anton Bauer irgendwie zweifelsfrei nachweisen? Ich rekapituliere kurz, was wir von den vorherigen Episoden wissen. Erstes Indiz. Alle Fundstücke lagen in einem kegelförmigen Bereich, der zum Adlerhorst zeigt. Sie kommen also wirklich von dort, das steht fest. Aber sie könnten auch von späteren Besuchern des Adlerhorst stammen. Zweites Indiz. Die Art der Funde wie Pfannen, Büchsen, Eimer, Ofenrohr etc. deuten auf eine Hütte oder eine Unterkunft bei der Adlerskulptur hin. Drittes Indiz. Und jetzt wird es schon sehr spannend. Dieses Fundstück hier ist eindeutig ein handgeschmiedeter Felsanker. Und es gibt tatsächlich beim Adlerhorst ein Loch mit quadratischem Querschnitt, das eindeutig von Hand in den Fels getrieben wurde. Ein Beweis? Nur wenn der Anker wirklich perfekt passt. Zeit für eine weitere Bike-Tour. Und der Felsanker passt überhaupt nicht. Dieses Loch ist eindeutig zu klein. Außerdem habe ich am Abend festgestellt, dass ich die Kameraeinstellung königlich vermasselt habe. Die kleine Schieferplatte bei der Gamelle verdeckt genau die Sicht aufs Loch. Na toll, heute scheint nicht mein Tag zu sein. Diese Aufnahme werde ich in der nächsten Episode natürlich nachliefern. Aber Moment, dort hat es ja noch so ein Loch. Kann es etwas sein? Nein, noch eine Niete. Dieses Loch scheint sogar noch etwas kleiner. Aber es ist auch eindeutig handgemacht.
Der Felsanker passt also vorerst bei keinem der beiden Löcher. Aber ich habe ihn wirklich direkt in der Falllinie unterhalb dieser Stelle gefunden. Er muss von hier sein. Nun, bei meinem Studium hat mir mein Physikprofessor mal gesagt, wenn jemand sagt, es muss so sein, dann hat er keine Ahnung. Und so sehen wir, dass die Entropie des Systems nun ja zunimmt. Wahre Worte. Also immer noch kein Beweis. Aber auch immer noch ein starkes Indiz, finde ich. Es muss hier noch mehr Löcher haben und eines davon wird wohl passen. Oder vielleicht wurde es für die Befestigung des heutigen Bänkli verwendet. Oder der Fels mit dem passenden Loch ist auch abgestürzt. Fazit, ich muss hier einfach nochmal mehr Zeit investieren, mit Seilsicherung und gründlich nach weiteren quadratischen Löchern suchen. Versuchen wir kurz, uns in Anton Bauer hineinzufühlen. Versuchen wir, ihn zu verstehen. Machen wir uns bewusst, wie viel Zeit er vor gut 100 Jahren hier oben verbracht haben muss. Wie viel Kraft er investiert hat. Oder hat er dort eher sogar Kraft gewonnen? Waren Auszeiten in der Natur vor 100 Jahren auch schon so unglaublich wertvoll, wie sie es heute sind? Wie wir aus der letzten Episode wissen, gibt es noch ein Indiz, ein sehr starkes. Diese Fotografie wurde von Anton Bauer selbst aufgenommen, circa um 1930. Es stammt aus der Sammlung von Bauers Urenkel, mit dem ich Kontakt pflegen darf. Zuerst hatte ich nur Augen für die schöne Frau im Foto, aber dann entdeckte ich irgendwann durch Zufall das Ofenrohr im Bild. Ich würde sagen, das ist schon sehr nahe an einem Beweis. Bauer hatte dort eine Hütte oder einen Unterstand. Ich suchte aber immer noch nach dem einen eindeutigen Beweis, dem einen fehlenden Puzzlestück, das alles andere bestätigt. Ich habe das Schildchen genauer untersucht. Es ist aus Messing, handgeprägt, mit einem Schreibfehler. Im österreichischen Dialekt wird P und B praktisch gleich ausgesprochen. Passt also auch. Noch ein Indiz. Man könnte inzwischen schon sagen, dass die Anzahl all dieser Indizien in ihrer Gesamtheit schon fast forensisch gültige Beweiskraft hat. Aber es kommt noch besser. Viel besser. Stell dir vor, diese Fotografie sei ein Wimmelbild. Schau sie ganz genau an, Zentimeter für Zentimeter. Der Beweis war die ganze Zeit schon da, vor unseren Augen. Als ich das Schildchen meinem Mitforscher Jörg Hassler zeigte und die Inschrift erklärte, erinnerte er sich sofort, in dieser Fotografie eine Art Schutzgeländer vor dem Adler gesehen zu haben. Ich hielt das einfach für herumliegende Äste, aber Jörg Hassler, der ja Förster ist, hatte natürlich recht. Das waren keine zufällig herumliegenden Äste, das war ein Schutzgeländer. Und wo würde man so ein Schildchen wohl anbringen? Vielen Dank, lieber Jörg, für deinen Wink mit dem Geländerholm. Da war er also, der eine Beweis. Das ist unser Schildchen, das man in dieser alten Fotografie sieht. Aber um wirklich sicher zu sein, habe ich die Methoden der forensischen Bildvergleichsanalyse angewendet. Zu Bauers Zeiten hatten die Menschen oft zu wenig Informationen, um die Realität zu verstehen. Wir haben heute zu viel Informationen. Und Informationen sind keine Fakten. Das ist ein wichtiger Unterschied. Fakten sind verifizierte Informationen. Oder mit den Worten des amerikanischen Schriftstellers A.D. Eliot: Jede Information bleibt so lange schuldig, bis ihre Unschuld bewiesen ist.
Grundregel bei der forensischen Bildanalyse ist, dass keine Bildinformation verändert oder hinzugefügt werden darf, sonst wird das Foto als Beweisstück ungültig. Es darf nur bereits vorhandene Bildinformation besser sichtbar gemacht werden. Als erstes vergleiche ich die Schärfe der 3 Farbkanäle, die häufig unterschiedlich ist. Der blaue ist hier am schärfsten, also isoliere ich ihn. Dann erhöhe ich den Kantenkontrast mit einem Hochpassfilter. Mit der Gradationskurve verstärke ich den Kontrast der Schrift. Und zum Schluss spiele ich mit den Reglern Clarity und Dehaze, bis ich die Identifikationsmerkmale des Schildchens am besten erkennen kann. Dann optimiere ich ein hochaufgelöstes Bild des Schildchens, das ich gefunden habe. Und für den Vergleich erstelle ich daraus ein schwarz-weißes Konturbild. Und jetzt der forensische Vergleich. Was stimmt überein und was nicht? Größe und Form passen perfekt. Die beiden Nägel passen auch. Die Schriftzeichen sind nicht ganz klar, aber das, was man erkennen kann, stimmt überein. Das T und das Z sind am deutlichsten. Gibt es auch Merkmale, die nicht übereinstimmen? Nein, ich finde keine. Das Ergebnis der Analyse, die Wahrscheinlichkeit, dass das Schildchen im alten Foto wirklich unser Schildchen ist so extrem hoch, dass wir es guten Gewissens den Beweis nennen dürfen. Aber etwas scheint seltsam. Bauer war einer der besten Kunstschmiede seiner Zeit. Die Buchstaben sind aber eher unsorgfältig in das Schildchen geprägt worden, fast schon laienhaft. Auch die beiden H unterscheiden sich, sie sehen eher improvisiert aus. Besten Dank an meine Mutter für den scharfsinnigen Hinweis. Das alles widerspricht Bauers filigranem Perfektionismus, der sonst so typisch für seine Schmiedekunst ist. Hat Bauer das Schildchen überhastet oder sogar wütend gefertigt? War sein Ort der Ruhe gestört worden? Allein die Tatsache, dass er die Abschrankung und das Schildchen überhaupt anbrachte, sprechen dafür. Oder ließ er das Schildchen von seinem geheimnisvollen Gesellen fertigen, über den so wenig bekannt ist? Es ist schon erstaunlich. Jedes Mal, wenn ich ein Rätsel um den Adlerhorst löse, tun sich 2 neue auf. Und auch zum wieder aufgetauchten Türchen der Urnennische gibt es große Neuigkeiten. Wenn alles klappt, werde ich im Herbst 2026 in der nächsten Episode darüber berichten. Bis bald.